Guten Abend, Leute. Schön, dass ihr auch Zeit gefunden habt, uns hier in der Galaxy of Terror Gesellschaft zu leisten, wo wir mit George abhängen und der guten Frau beim Singen zuhören. Scheiße, wie ist denn jetzt die Schwester nochmal? Die Schwester von Thomas. Carol hieß sie, genau, Carol. Gut. Ich rede nochmal mit ihr. Wir versuchen es nochmal. Mein Bruder ist im Sheriffbüro, nicht wahr? Der arme Kerl muss Nick bewachen, der noch nicht mal was getan hat. Oh, heißt das, wir sind jetzt mit Carol auch fertig hier mit der Unterhaltung? Müssen wir wieder zu George oder was? George? Sorry to keep you waiting, boys. Zack. Emily is already a goddess of the forest. Schick, schick. Let's forget work for a bit and drink a little, shall we? York? Why is she here? I just thought the more the merrier. You know, to relax and get loose. Is this a problem? No, of course not. Pardon me, Emily, but I'm pooped. I think I'll just call it a night. George, I just got here and you're walking out on me? I was hoping the three of us could have a drink and let out a little steam. I'm afraid I've already had enough. And I already had a good man-to-man with York. So I'll see you guys. Ja. Da geht er dahin. Heißt das, das hier I think George ist jetzt likes ein you, Date? but he's avoiding you all at the same time. How astute. There's a reason? Nothing worth going into. It's a thing of the past. Okay. He did ask me out when I first came to town. I was still in high school. But I never really considered him my type. And there's the age gap thing, too. I respect him, of course. I wouldn't have taken this job otherwise. So, did you move to this town alone? Of course not. I came with my parents. Tell me about them then. Sure, why not? My dad dealt in stocks in New York. He was hardly at home when I was a kid, always working. Those pieces of paper were far more important to him than I was. Which is no different now, really. I don't see much of him. My mother? Totally different story. A wonderful person that I still respect. She was always kind and understanding. Not only that, but she would always help me find my way. She could be fierce, too, scolding me if I took a wrong step. We had our battles, sure, but all in all, she was a wonderful mother. Past tense? Yeah, she's gone now. Cancer, just before I graduated high school. She gave this to me just before she died. I take it with me wherever I go. It's what I treasure most. I'm sure she's very proud of you. Oh. Oder nicht, Leute? Kommt, das war eindeutig ein Oh. Ich höre euch nicht. Na los. Oh. Ja, geht doch. Warum hat das so lange gedauert? I had a good time tonight. Good night. See you tomorrow. York. Yes. Please,
Don't lie to us, okay? I won't. Don't worry. I won't. Worauf hat das gerade abgezielt? So, wir haben jetzt von Mitternacht bis Mitternacht Zeit, ins Hotel zu fahren. Aber das werden wir natürlich nicht machen. Das Hotel zu... Moment, das Hotel ist doch nicht nur... Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Kleinen Augenblick bitte. Ich bin gerade irritiert. Doch, das ist das Hotel, ja. Okay. Also beim Hotel ist jetzt dann Schicht im Schacht. Aber, wir schauen jetzt noch mal im Sheriffbüro vorbei. Es ist nämlich, ich glaube, es ist schon ein bisschen spät, um noch zu Emily zu fahren. Das gehört sich auch nicht, ne? Hier, Sigourney steht noch in der Gegend rum. Ja, Emily ist zu Hause, hat aber kein Nebenquest-Symbol. Das heißt, das ist wirklich schon ein bisschen spät geworden. Aber solange wir nicht ins Hotel fahren, haben wir ja jetzt unbegrenzt Zeit. Wartet ja auch keiner auf uns. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf zum Sheriffbüro. Das ist nicht mein Auto. Wo steht mein Auto? Ich will mein Auto, aber mein Auto steht hier nirgendwo. Weil wir ja zuletzt mit dem Auto da gefahren sind. Das finde ich jetzt aber gemein. Na gut, dann nehmen wir halt das. Oh Gott, ich höre Hunde. Ich hasse... nein, ich hasse Hunde ist nicht richtig. Ich hasse diese Hunde. Das trifft schon eher. So, Sheriffbüro. War doch hier auch irgendwo. Boah, ich war schon wieder sonst wie. Guck nicht so doof. Oh, dieses Auto. Ey, das ist... So, war das jetzt nicht hier so um die Ecke? Zach, you can take a rest if you're tired. Was? Wo bin ich denn da jetzt hängen geblieben? Was, sag mal. Ja, genau. Einmal direkt dran vorbeigefahren. Läuft. So, hier ist das Sheriffbüro. Und hat geschlossen. Ach, scheiße. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wo können wir hier Zach, mal is there pennen? something here that you want to check out? Well, I'll join you if you like, but I do need to get that report written. Once you're Ja, finished, aber let's head nicht back jetzt. to the hotel. Auf dem Friedhof kann man pennen, ne? Meine ich zumindest, dass da eine Möglichkeit bestand. Oh Gott, wir sollten als allererstes ins Diner und nochmal was essen. Ja, da säuft er sich voll, aber alles andere ignoriert er hier komplett. Mann, 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 was ist denn das für ein FBI? Und ich will Yorks Auto wieder haben. Wo habt ihr das versteckt? Ja, auch beschlossen. Na super, das ist ja... Haben wir noch irgendwas zu essen im Inventar? Sonst haben wir nämlich ein Riesenproblem jetzt. Wir könnten Zwiebeln fressen. Die brauchen wir ja nicht mehr, ne? Für Emily brauchen wir ja Ei, holländische Soße oder Sauce Hollandaise und Schinken vom Land. Ja, komm her, friss die Zwiebeln. Ja, stick doch dran. Na gut. Achso, wenn das Diner zu hat, dann müssen wir ja woanders hin zum Pennen. Und zwar, ja, was ich auf jeden Fall weiß, wo wir pennen können, das ist, bei Annas Baum kommen wir auch, ne? Komm, hier. Pennen wir im Wald, was soll schon passieren? Was kann denn schon passieren? Kann denn schon passieren? Was kann denn schon passieren mit mir? Eine Nacht allein im Wald. Ah, das nur, weil das blöde Hotel gesperrt ist.
Ich laufe hier wieder totale Umwege, oder? Klar. Oh, da waren Eichhörnchen. Habt ihr die gesehen? Das sind Eichhörnchen, guck mal. Ah, voll süß. Fast so süß wie die 3 Marder, die in dem Müllcontainer direkt gegenüber von meiner Wohnung leben. Die fragen mich schon immer, wann ich mein Auto da mal wieder hinstelle. So, Jörg, wollen wir dann? Machen wir mal einen tiefen Schlaf. Ah, toll. Wir sind schon wieder ein stinkender Agent. Aber das macht nichts. Ich hoffe, es regnet den ganzen Tag. Wir können das ja jetzt schlecht überprüfen. Weil wir ja für die Emily-Quest einen regnerischen Nachmittag brauchen. Jetzt können wir aber erstmal zum Sheriff. Und da mal mit Nick reden. Scheint auch ein sehr interessanter Fahrstil zu sein, den er da hat, wenn man mal so nach den Geräuschen geht, die wir hören. Bitte was? Der Sheriff hat geschlossen. Wirklich. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Aber nur bis Feierabend. Na gut, nehmen wir mal 10 Uhr. Ist 10 Uhr eine gute Zeit? Dann können wir nämlich auch gleich hier Mittag essen. Ich wollte schon sagen, wenn es regnet, dann arbeiten wir nicht. Das machen ja viele hier in dieser Stadt. Nick wird unten in den Gefängniszellen sein, denke ich mal. Das war ja hier irgendwo. Dann gehen wir mal zuerst hin, bevor wir die fliegen. Können wir uns hier umziehen? Ich habe nämlich auch den nächsten DLC-Anzug aktiviert. Gab es hier nicht irgendwo eine Umkleidekabine auch? Storage? Locker Room. Ja. Genau. Wunderbar. Der hat nämlich auch wieder die besondere Eigenschaft, genau wie der andere, den wir da hatten. Gott, ist der hässlich. Meine Güte, ist der hässlich. Der ist aber halt noch schlimmer als der andere. Aber ihr seht schon, Bezüge mal 3, also wir verdienen wieder mehr Geld, solange wir den tragen. So, den Greenwell-Anzug müssen wir auch nochmal anziehen, ne? Oh Gott, der ist ja auch nicht besser. Oh, der arme York. Das tut mir ja schon vom Hinsehen, tut mir das weh. Ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn man das Ding wirklich tragen muss. Aber da muss er durch. So. Nick, mein Freund. Wo bist du? Wahrscheinlich nicht hier bei den Schießständen. Moin. Na? Gibt etwas Interessantes zu berichten? Da ist Nick. Hey, Nick. Happy that you've got your man? No. I'm not your man. I'm just a suspect. Nick. I didn't do it. Actually, I believe you. But until we catch the real murderer, you're going to remain a prime suspect. What's gonna happen to me then? Never mind. I'm more worried about Olivia. How's she doing? Come on, say something. I can't tell you anything. If that's the case. Could you hand her a letter? Please? Agent... You don't mind me inspecting it first?
Oh, that's fine. Only this once, Nick. Thank you. Thanks. Ein Brief von Nick. Dankeschön. Tell her I'm sorry, will you? Nick, you need to do that, not me. Der Brief von Nick. Eine weitere Quest ist gestartet. Nick hat sie gebeten, Olivia einen Brief zu geben. Sie hat sich zu Hause verbarrikadiert. Gehen Sie zu ihr und geben Sie ihr den Brief von Nick. Das ist genau das, was wir tun werden. Aber erst nach dem Mittagessen. Ich habe nämlich Hunger. Und diese Quest hat halt auch noch ein bisschen Zeit. Kommt jetzt nicht auf Minuten an. Halt, Thomas, stehen bleiben. Thomas. So, du willst also, dass ich dir folge, ja? Ich komme. Ich bin direkt hinter dir. Na, wie gefällt dir mein neuer Anzug? Echt schrill, oder? Agent York, jetzt haben wir endlich den Mörder geschnappt. Damit sind unsere Ermittlungen abgeschlossen, nicht wahr? Wir werden uns einsam fühlen, wenn du die Stadt verlässt, aber willst du zur Feier ein Mittagessen? Klar. Immer her damit. How's Nick doing? Well, he keeps saying that he didn't do it. I see. Do you think he... You know... Diane? The evidence at the scene would suggest so. But this third party who knocked him out makes things more complicated. Ugh. What's the matter? What is this? This tastes different. Really? Oh, I'm sorry. I've got the mustard and peanut butter mixed up. Thomas, you having a bad day? That's not like you. You've been working just as hard as us recently. You must be tired. Not really. Please, I'll make these over. What? Why? It doesn't taste bad. In fact, it tastes pretty good to me. Da sage ich jetzt gar nichts zu. Außer... Okay. Oh, hier ist das ein Wetterbericht. Den ganzen Tag wird es regnen. Yes! Super, dann können wir ja gleich sämtliche Nebenquests hier jetzt in dieser Folge noch schnell abhandeln. Und in der nächsten... Also eigentlich können wir diese Nachbesprechung auch gleich in dieser Folge noch machen. Ne? Wir sind jetzt kurz vor 20 Minuten, machen wir eine halbe Stunde aus dieser Folge. Ist ja sowieso mehr oder weniger der Standard für Deadly Premonition geworden. Und dann handeln wir jetzt schnell die beiden Nebenquests ab. Ne? Olivia den Brief bringen und mit Emily zu Abendessen. Und machen dann noch schnell diese Nachbesprechung für das Ende des Kapitels. Und können dann in der nächsten Folge richtig einsteigen. Lysander ist ja im Regen eh wieder nicht da. Ja, eh wieder nichts. So, können wir denn Nicks Haus direkt anspringen mit unserem Funkgerät hier? Ja, können wir sogar. Wunderbar. Oh. Kratzen im Hals, das ist überhaupt nicht schön. So, Olivia ist sogar verfügbar. Das ist ja wunderbar. Gott, wie hässlich dieser Anzug ist. Da komme ich gar nicht drüber weg. Hi, Olivia. Was liegt denn hier rum? Eine Zwiebel. Ja, aber nee, ich hab schon gegessen. Danke. Ja. Ach, eine Waffentasche ist das. So, der Brief. Nee, halt. Den wollten wir ja...
vorher selber noch lesen, ne? Ist halt so ein bisschen pietätlos, aber mich interessiert schon, was da drin steht. Ein Brief von Nick an Olivia. Ach, okay. Ne, wir dürfen ihn nicht lesen. Vielleicht liest Olivia ihn uns ja vor. Gucken wir einfach mal. Hier, bitteschön. What's this? Ein Nick Geist. asked me to give it to you. It's a letter from him to you. Nick wrote this? For me? Olivia, I'm sorry for all the trouble I am causing you. I'm writing this letter because I need to tell you some things. First, I'm sorry about meeting with Diane without telling you. My actions were irresponsible and may have caused you to misunderstand. But I swear to God I was not cheating on you, and I didn't kill Diane. That's what I wanted to tell you. As I sit here in this cell, all I can think about is you. Don't worry about keeping the diner open, okay? Try to eat well, too. I had thought that this happiness we had would just go on forever. I've always been grateful to you. But I've never told you, have I? I used to think that putting it into words made it sound cheap. But at times like these, words are all we need. Thank you for everything. Once I get home, I'll make it up to you. Take care of yourself. I love you. Nick. Agent, could you wait a moment, please? I want to write a reply. Sicher. Sure. Go ahead. Moment, Thank müssen you. wir die dann zurückbringen? Oh Mensch, das ist... Katz. Zach, I hope Nick will feel better by this. Das, mein Hals macht mich fertig gerade. Das ist ganz furchtbar. Eine Wendung zum Besseren. Moment, das eine war jetzt Quest 24 und das ist jetzt Quest 26? Das, Ja, okay, dann streiche ich die Quest schon mal. Das überrascht mich jetzt, dass das hier direkt weitergeht. Bin ich ganz ehrlich. Nehmen Sie den Brief von Olivia, in dem sie ihre Gefühle offenbart, und bringen Sie ihn zu Nick in seine Zelle, um ihn zu beruhigen. Ja, wollen wir das gleich machen? Das machen wir gleich. Emily kann noch einen Moment warten. Und zur Not überziehen wir halt noch ein bisschen mehr als auf eine halbe Stunde. Ich will halt diese beiden Nebenquests jetzt hier ruckzuck fertig kriegen. Und dann noch diese Nachbesprechung machen. Habe ich ja schon erzählt. Warum sage ich das eigentlich immer 2-3 Mal? Nervt euch das eigentlich, wenn ich das mache? Nämlich nervt schon ein bisschen. Ja gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit, bis Emily zu Hause ist. Dann können wir hier noch ein bisschen Liebesbote spielen. Schadet ja nicht. Hinein in die gute Stube. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Hin- und Hergerenne hier. Aber ich finde, das ist eine schöne Geschichte und vor allem es untermalt nochmal so ein bisschen, was ich auch ganz stark vermute. Dass Nick mit den Morden nämlich nichts zu tun hat. Hey Nick. Hä? Haben Sie ihr den Brief gegeben? It's a letter from Olivia. From Olivia? What the? I wrote so much. More than I'd ever actually say. A lot more than this. And she writes me only
3 lines back. Not enough for you? Oh, no, it's more than enough. She wrote as much as she could. That's the best she could do right now. Yeah, 3 powerful lines. I believe in you. I'll wait for you. I'm sorry. I don't agree with the last one, though. I'm the one who has to apologize. Do you feel a little better now, then? Just wait until the case is finished. I promise this will all come to an end. Yeah. I know, I believe you. She's believing in me, too. And waiting for me. Well, I have to be going. Hold on a minute. Der Schlüssel zur Hintertür des Diners. Noch eine Quest. What's this? The key to the back door of the diner. There's a big bag in the kitchen. I don't know if you could use it, but consider it yours. You'll have to help yourself to it, of course. I can't exactly go with you. Okay. I'll take this and I'll go check it out. Looks like a return to better things for those two, eh, Zach? Ja, haben wir die Quest also auch abgeschlossen. Ich frage mich, was das für eine Tasche ist. Wollen wir dann mehr Items tragen oder was? Die große Tasche, Quest 25. Boah, haben wir gleich 3 Nebenquests hier auf einmal erledigt quasi. 3 in einem. Etwas Wichtiges ist in der Küche des Diners versteckt. Benutzen Sie den Schlüssel zur Hintertür des Diners von Nick und führen Sie die Ermittlungen dort nach Ladenschluss weiter. Was heißt nach Ladenschluss? Wann ist denn der Ladenschluss? Wer schmeißt den Laden jetzt im Moment überhaupt, wenn Olivia zu Hause ist und Nick hier im Knast sitzt? Ich meine, ist das Diner einfach offen und man kriegt aber nichts? So nach dem Motto, ja, setz dich doch dahin. Ist mir doch egal. Mach doch, was du willst. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Und warum kommen wir da erst nach Ladenschluss hin? Warum nicht gleich? Ich versuche da jetzt gleich hinzugehen. Stört mich doch nicht, ob mir da Menschen zugucken. Pff. Und dann haben wir die Quests wirklich so gut wie fertig hier. Ist dann im Prinzip nichts mehr. Ich gucke gerade nochmal, wenn wir das jetzt abgeschlossen haben. Haben wir eigentlich nur noch die Trading Card Quest. Und Keith die Gitarre wiederzugeben. Und das war's. Ist ja krass. Wo wollte ich hin? Ins Diner. Also da, die Liste, die müssen wir echt nochmal überprüfen, ob ich da jetzt nicht doch irgendwas übersehen habe. So, wir haben den Schlüssel zur Hintertür des Diner. Ich meine, das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein, wenn das Diner sowieso geschlossen ist. Dann müssten wir da ja reinkommen, ne? Ich sollte lieber nicht da. Warum denn nicht? Achso, da geh halt. Muss ich jetzt verstehen, warum er durch die eine Tür geht und durch die andere nicht? Ich werde jetzt von innen nochmal gucken, wo diese Tür noch hinführt. Was war das eben für ein Geräusch? Was heißt Willen? So, ja, hier zur Küche führt die andere Tür, wo wir sowieso hingehen. Also von daher erstmal hier gucken. Was ist das denn? Klar. Natürlich. Ich bewahre meine Leuchtsignale auch immer im Küchenschrank auf. Aber hier ist... Was ist das hier noch? Auch nicht. Aber hier ist die große Tasche. Eine Objekttasche. Ich hab's mir ja fast Nick gedacht. was like, if you could use it. But, Zach, this is great. We'll be able to carry more items now, Zach. Eine Tasche, mit der du mehr Objekte bei dir tragen kannst. Und Quest 25 ist ebenfalls abgeschlossen. Die große Tasche. Und was wir an Geld kriegen hier, an Zuschlägen. So, wie viele Objekte können wir denn jetzt tragen? 1 mehr. Ernsthaft. Naja, gut, das hat sich jetzt, ja.